Ja, hallo, hier ist wieder Klaus mit seinem Hof Ravenbot. Den habe ich jetzt also gekauft für 1,2 Millionen. Ich habe 1,2 Millionen im Lotto gewonnen und davon habe ich diesen Ravenbot gekauft. Also ich bin ja ein Städter, habe von Landwirtschaft keine Ahnung und habe dann einfach das hier nach dem Prospekt gekauft. Weil dem Prospekt sah das sehr gut aus, das Land, also habe ich das gekauft. Jetzt stelle ich fest, das ist eigentlich nicht gut, das ist eigentlich das schlechteste Gut, dass es da überhaupt so gibt. Aus meiner Sicht, die Felder sind schräg und schief und ja und so weiter. Und nicht der große, nicht der ertragreich, man kann das war was anbauen, aber jedenfalls habe ich also, dann habe ich viele Maschinen gekauft, die ich gar nicht brauchte und dann habe ich die ausprobiert, dann was ich damit machen kann und so wie die funktionieren und da habe ich also der Geld gezahlt, jede Menge, also ein paar hunderttausend mindestens. Das Grundstück hat mich 362.000 glaube ich gekostet und ja, zum Schluss habe ich jetzt mir noch das Nachbargrundstück auch noch gekauft und noch einen Kredit aufgenommen. Jetzt habe ich also 400.000 Kreditschulden momentan und mein Guthaben liegt so bei 5.000 glaube ich. Ich kann zwar noch Kredit aufnehmen, aber trotzdem. Meine Kredite zahle ich immer gerne so rechtzeitig. Jetzt haben wir also spät, jetzt brauchen wir mal die Zeit vorstellen. Jetzt stellen wir mal die Zeit hier ein. Wo sind wir? Da müssen wir hin. Jetzt gehen wir mal auf 120. So, damit es ein bisschen flotter geht. Und Wirtschaftsweise ist normal. Verkehr an. Schmutz normal. Automatische Motorstart an. Stoppenbremsen an. Spritverbrauch normal. Helfer Kraftstoff kaufen, okay. Seid gut, Helfer. Helfer Betankung teuer. Ja, ich hab's ja nicht so mit den Häfen. Also, Pflanzenwachstum normal. Pflanzen sterben aus. Fruchtzerstörung aus. Flügen notwendig, Kalk notwendig habe ich an. Und Flügen, dafür habe ich jetzt gegrubbert. Flügen notwendig und Kalk notwendig. Und geradeaus, also das sind dann noch so Erschwernisse, auf die ich momentan noch verzichte. Ich weiß nicht, Fruchtzerstörung, wie geht Fruchtzerstörung? Also Fruchtzerstörung aus, Pflanzen sterben auch aus. Ja, also, das ist die Lage hier. Mein Guthaben beträgt jetzt also, da sind wir beim Geld, mein Guthaben beträgt jetzt, das war die letzte Investition, da habe ich meinen Trecker, da habe ich einen Trecker-Motor eingebaut, der hat jetzt 120 PS, das ist ein John Deere Motor da, das war ein Fehlkauf, wieder ein Fehlkauf. Jetzt hatte die Umgestellung auf den nächsten Tag, jetzt haben wir also heute, der neue Tag. Jetzt habe ich also, was habe ich da? Betriebsgrößen Gebäude. Wenn man Hühnerstelle wie muss ich nochmal 120 Euro bezahlen. Das sind meine Einnahmen gestern von den Eiern. Einnahmeernte. 12.000 und dann haben wir nochmal wieso? Jetzt hatte ich doch noch Hafer geerntet. Wo ist der Hafer? Jetzt war ich noch im Plus. Wieso bin ich jetzt nicht mehr im Plus? Das war der Tag. Da war ich im Plus. Da war ich auch nicht im Plus. Wie rechnen die das hier? Also, heute haben wir Montag hier danach. Das am Sonntag.
habe ich halt an Einnahmen nur das erzielt. Ist mein Hafer jetzt nur im Speicher oder wie? Was macht mein Hafer? Da ist der Hafer. Da haben wir noch 2300 Liter. Im Speicher sieht so aus. Also das heißt, die letzte Fahrt gestern hat er gar nicht angenommen oder was? Ich wollte gestern einmal verkaufen. Der Gent den Getreidespeicher abgegeben. Ich war gestern einkaufen, das habe ich beim Restaurant abgegeben. Ja. Also hier ändert sich der Preis aber auch pro Minute hier. Sehe ich gerade pro Sekunde. Das heißt, du fährst los und dann kommst du an und dann, ja, also zumindest hier ist es relativ ruhig momentan. Ich habe ja keinen Hafen mehr. Ich habe also 2643 Liter. Wo sind die anderen 4000 Liter geblieben? Ich habe gestern die Eier verkauft und ich hatte gestern 17.000 im Konto. Wo sind die? Kreditzinsen, das sind die Zinsen schon mal. Ich habe doch gestern mein Vermögen ja reduziert. Der hat das dann nicht abgespeichert, oder wie? Jetzt haben wir Nummer 5000 zurück, Nummer 5000. So. Tja. Und heute habe ich noch nichts verdient, weil jetzt hatte ich da 10.000 Einnahmen. Das war Samstag. Samstag habe ich Geld verdient, gestern nicht. Gestern habe ich auch Geld verdient. Ich bin ja gestern Abend extra noch losgefahren, um da die Ente zu verkaufen. Ja, was hat er denn jetzt gemacht? Ich will nichts verstehen hier. Macht dieser 22 Uhr Feierabend? Moment, muss mal wieder hier ändern. So, müssen wir mal schnell ändern hier. Auf 5-fache Geschwindigkeit. Aber, und jetzt müssen wir ein bisschen langsam laufen lassen. Ja, da ist die Ente. Die ich gestern weggefahren habe, die steht da. Wenn ich das richtig sehe, müssen wir jetzt mal dahin sprinten. Dann kommen wir, das sind die 4000 Liter, die ich da runtergeholt habe. Und die habe ich gestern notwendigerweise verkauft. Also, ich möchte mal nachschauen, wie wir das hier mit der Ernte, den Hafer, wo kriege ich einen guten Haferpreis? Da kriege ich einen guten Haferpreis im Hafenspeicher. Müssen wir sehen, dass wir da hinkommen. Der Hafenspeicher. Und der Preis steigt momentan. Also, das Baumwolle wollten wir nicht. Baumwolle wollten wir nicht, wir wollten da den Hafer machen. Dann möchte ich den haben, Getreidespeicherzentrum, 95. Da fahren wir jetzt hin. Da wollen wir jetzt die Ernte erstmal hin. Gestern habe ich die ja notwendigerweise zum Restaurant gebracht. Ich muss ja mal sehen, wo ist jetzt hier. Wo muss ich jetzt da hin? So, wo ist jetzt die Getreidespeicherzentrum? Das ist ja oben.
Gerätespeicherzentrum. Das heißt, ich fahre also dann da durch. Genau. Hier fahre ich also hoch, von meinem Hof da hoch. Und dann fahre ich jetzt mal geradeaus hier. Ich fahre jetzt hier hoch, dann fahre ich immer geradeaus, nochmal geradeaus, bis ich dann da in dem Vierhänder bin, dann biege ich dann da rechts ab. Okay, fahren wir mal. Los geht's, ab. Jetzt haben wir 4000 Liter drauf, ja. Verrufen die nochmal. Also da ist gestern irgendwas, hat gestern was nicht geklappt. Also, da kommt schon wieder die Eier. Ja, was muss ich machen beim Ausschalten? Da braucht ihr länger für das Ausschalten oder? Jetzt muss man erstmal mal Haftspeicher aus. Da kriege ich dann 1200 mit 1000 Liter. Dann sollte ich doch da gut verdienen. Das ist dann der Verdienst, den ich gestern schon angedacht habe, den ich gestern erwartet habe, für gestern. Der gestern noch drauf war, aber der dann nicht mehr in die Buchhaltung übernommen wurde für den Tag. Ja, habe ich gestern dort immer noch 10.000 genommen und dadurch habe ich ja für den hier einen stärkeren Motor gekauft, wovon ich aber momentan nicht merke, weil ich in 4.000 Litern wieder dran hängen habe. Im Gegenteil, der fährt ja langsamer wie vorher. Ja. Könnte nicht so schwer sein, aber hier, oder geht das hier so steil hoch? Das könnte sein. Das geht hier steil hoch. Und jetzt biege ich gleich nicht rechts ab, dann fahre ich mal geradeaus immer. Geht dann wieder flotter. Und jetzt bin ich schon richtig hier. Ja, aber ja, ich muss jetzt hier hinter den Bahnschienen hier rechts fahren. Ich werde da drüber gekommen. Jetzt fahre ich hier hoch. Ist das super fett? Nee, das war wieder verkehrt. Das war verkehrt. Bin wieder verkehrt hier, Leute. Ja. Das habe ich jetzt wieder verkehrt gemacht, verdammt nochmal. Wo ich hin? Wo geht das Feld jetzt hier hin? Das ist nicht das richtige Feld. Wo bin ich denn jetzt hier? Hab wieder alle Orientierung verloren. Ich dachte, ich wäre da und bin aber jetzt da. Ich muss wieder zurück und dann die nächste. Okay. Ich kann nicht irgendwo wenden, verdammt nochmal. Müssen wir hier wenden. Müssen wir hier wenden. Dann fahren wir jetzt auch. Da nicht so hier hoch, bitte. Weißt du, war das nicht? Nee. Hier die Scheiße hätte ich weiterfahren müssen. Über die Bahnschiene rüber. Und dann durch. Was ist das? Schon wieder eine Einschau oder Viehwirtschaft? Kann man auch was verkaufen oder nicht? So, bin ich jetzt hier gleich rechts oder wie? Müssen wir jetzt mal fahren, ne? Wo bin ich jetzt? Jetzt rechts fahren. Hier rechts fahren. Und dann da links reinfahren. Hier links hochfahren. Das sieht man dann noch nicht immer. Jetzt habe ich wieder einen Laternenfahrer mitgenommen. Ja.
dann fahren wir jetzt hier hoch. Und dann fahren wir da hinten zur Gemeindehafenzentrum. Da ist der Musik auch hin. Okay. Wir sind auf dem richtigen Weg. Also die erste Ernte. Ich habe jetzt 5000 Grund, sollten jetzt bei dem Preis 4 mal 12 sind 4800, sollten das bringen, 4800, dann sind das schon mal 10.000, dann kann ich den zweiten Rest, die 2700, die lade ich dann auch noch ein. Und also verdienen wir schon mal Geld heute. Der Tag sollte auch damit beginnen, dass man Geld verdient. Hier müssen wir hoch. Hier müssen wir hoch. Dann fahren wir da mal hoch. Dann fahren wir mal hoch, so ein Stückchen. Und, wie sieht es aus hier? Willst du nicht oder kannst du nicht oder was? Stopp. Kann ich jetzt die abladen oder nicht? Doch, jetzt lädt der ab, genau. Jetzt lädt der ab. Jetzt haben wir da 4000 Liter. Das wird der Hafen. Und es gibt welchen Preis? 5061. Sogar mehr wie erwartet, jetzt sind wir bei 10.000. Das ist ein guter Preis. Also holen wir die anderen auch noch. Wenn wir den heute noch bekommen, den Preis, dann fahre ich hier nochmal hin. Wo ist jetzt hier rein? Hier noch nicht. Wo ist, hier muss ich rein, ne? Hier muss ich rein, genau. Also 5000 schon mal eingenommen heute. Dann kommen wir gleich nochmal weiter zu. Ja, so kann der Tag beginnen. Heute möchte ich auch, dass ich nicht so viel Geld ausgebe, kein Geld ausgebe oder kaum welches. Dann bringen wir nachher noch die Eier weg heute Nachmittag. Dann machen wir das gleich sauber. Ja, also der Bauer gibt ja selber Aufträge. Der braucht also niemanden, dem sagt, ihr macht das, mal das. Der hat doch keine Vorgesetzten. Und hier in den Bau, hier müssen wir rein. Mehr nicht, das nächste hier. Hier fahren wir rein. Okay. Die Asphaltstraßen haben wir also. Und fahren wir über die YouTube rüber. Ja. Was ist los hier? Jedenfalls fällt der jetzt nicht. Habe ich jetzt irgendwas mit oder? Das ist ja gut hier. Wie geht das bei Krug hier? Sie macht ja so eine Hüpfer hier vor allem. So vielleicht? Besser? Habe ich die Schubkarre oben gehabt oder? Okay. Hier geht es also runter in mein Tal. Da wo ich sitze. Ich habe ja die schlechtesten Grundstücke hier von allen. Da an der Berglage, unten in dem West. Also es gibt ja ein paar positive Sachen, aber
Meiner Meinung nach sind das die schlechtesten Grundstücke und deswegen habe ich die jetzt ja als dummes Weißbrot aus der Stadt, haben sie mir das angedreht. Oder habe ich das mir andrehen lassen, habe ich das gekauft und ja, jetzt fahren wir erstmal also wieder die restlichen 2700 da aus dem Speicher holen. Schauen wir mal, ob wir da jetzt so drunter passen. Stopp. Stopp. Und wie sieht das aus jetzt hier? Die sollte passen, oder? Ja, die Weizen wollen wir nicht. Wir wollen den Hafer haben. Da die 2000, die wir haben, 2600 Liter. Und dann fahren wir nochmal dahin. Und also Mensch, da kann man vielleicht das besser machen, ja. Fahren wir da wieder hin da oben. Wieder zum gesteuerten Speicher. Was? Ist der Preis überhaupt der beste oder hat sich das schon wieder geändert? Gerade bekam ich ja 5,90. Muss mal kurz anhalten, wie das aussieht momentan mit dem Preis. Bei Hafer, ja, immer noch gut da oben. Weiterfahren. Weiterfahren. Also nochmal 12 und 1300. Ist der Preis morgens höher als abends? Könnte sein. Weil morgens brauchen die Leute ja vielleicht, die kalkulieren. Weiß ich nicht genau, da kein Quatsch reden. Also, erstmal wieder hochfahren. Jetzt komme ich schon besser hier, oder? Ja, jetzt habe ich ja nicht so viel, habe ich keine 4000 Liter drauf. Ist zwar jetzt schwerer als ja. Also gestern habe ich 10.000 Euro ausgegeben, nur für den schicken Motor. Und davon merke ich überhaupt nichts. Jedenfalls nicht. Müssen wir hier wieder drunter. Dann fahren wir über die Bahnschiene drüber. Genau. Und dann da hoch. Dann hier an dem Ochsen vorbei, oder was das hier ist. Und jetzt fahre ich jetzt wohin? Dann fahre ich rechts runter. Und dann fahren wir gleich links runter. Dann fahren wir jetzt hier hoch zum Getreidespeichern. Haben wir 2600 mal 12. Das sind also, was sind das? Nochmal 1200, 1230, 13, 16, 26, 26, 3, 3, 4 vielleicht so, 3, 6, schauen wir mal. 3, 4, 3, 6. Dann hätte ich dann heute schon was 8000 verdient. Ja, ist ein guter Verdienst, 8000 schon mal. Fahren wir hier drauf, hier oben. Beachten nicht auf die Verkehrsregeln. Und jetzt fahren wir. Ist das der Getreidespeicher? Wenn ich jetzt die abladen. Steht ja richtig drauf oder nicht? Machen wir ein bisschen weiter. Mit dem Jetplan. Bewegung irgendwie nicht. Bin ich hier in der verkehrten Stelle oder was mache ich verkehrt?
Was ist los hier? Der sollte das ja einfach erkannt haben. Mal drehen hier vielleicht. Ist die drauf oder? Wollen wir hier machen. Das ist ja hier getrennt, ich spreche aus, oder nicht? Machen wir hier nochmal drauf. Ja. Ich will hier weiter rüber. Ich will weiter rüberfahren. Ich jetzt die abladen, aufladen oder die macht das nicht. Bin ich hier verkehrt oder was? Wo bin ich denn jetzt hier? Bin doch da, wo ich sein sollte, oder nicht? Ja, mit dem getrennten Zentrum. Ja, da bin ich doch. Aber hat die mehrere. Und da war das hier. Getrenntes Spektrum, ja. Aber 590, der macht das nicht. Was hat der jetzt hier? Was mache ich jetzt hier verkehrt? Was mache ich jetzt hier verkehrt? Der steht drauf. Ein bisschen rübergehen da. Ich sehe es jetzt hier nicht ab hier. Verdammt nochmal. Die Mittagspause. Ja, was ist los hier? Ah, endlich. Der Designkopf ist er wach geworden. Okay. Bringt 400, ja, so in Ordnung. Das heißt, wir haben also heute 8 Stunden ungefähr schon bisher eingenommen. Dann kommt dann noch der Preis für die Eier dazu. Und auf geht's. 10 Uhr, jetzt haben wir schon wieder 11 Uhr. Ich jetzt hier rein, ja. Wir schon wieder 11 Uhr. Das heißt, wir müssen die Hühner sauber machen, die Eier abtransportieren. Und dann müssen wir noch was für die Felder machen. Was machen wir jetzt? Sind alle Felder abgeerntet? Und was muss ich da machen? Grubbern wieder. Ich dachte, ich hätte gestern schon gegrubbert, aber das Feld, das ich heute Morgen abgeerntet habe, das war gestern. Ich komme schon total hier durcheinander hier. Als Stadtneurotiker. Okay, jetzt hier rein. Dann ist mir nicht mehr der Scheiße folgen. Machen wir. Jetzt zieht er mit Karakurve die Beinschienen. Also in Bahn am Foto baue ich jetzt eine Bahn. Weiß ich nicht genau, aber ja, jedenfalls folgen wir jetzt hier mal. Jetzt wieder runter in mein
mein Nest hier, in mein Gartenloch. Und dann wollen wir mal sehen, dass ich jetzt hier vielleicht was machen mit den Feldern. Ich möchte die mal grubbern oder möchte die sehen oder muss mir den Zustand der Felder mal anschauen, wie der Zustand ist. Und dann muss ich vielleicht da kalken oder was. Gestern habe ich was von Kalken gelesen. Okay, dann fangen wir hier mal drauf und dann können wir gleich vielleicht vielleicht die so aufladen. Stopp mal, dass wir dann gleich dann die Eier. Sehen wir dann gut. Und dann würden wir gerne ein bisschen weiter runterfahren. Und dann vielleicht irgendwann. So. Oder nicht? Nee. Also. Erstmal so vielleicht stehen lassen hier. Abkuppeln. Ich muss ja gleich sowieso noch abkuppeln. Muss mal abkuppeln. Ja, den nicht. Die Schaufel soll dran bleiben. Die Anhänger soll abgekuppelt werden. So, abkuppeln. Jetzt haben wir die Schaufel, können wir gleich hier automatisch bringen. Und dann gehen wir mal wieder hier raus. Machen wir mal gleich den Schalter ab. Und das dann wieder aus. So. Ein bisschen weiter so, noch ein bisschen so. Und dann jetzt ein bisschen schieben. Aber ja. Und dann das hochheben. Und dann runterfahren. Aber okay. Ich hatte nicht so vorgesehen wie sonst. Dann fahre ich jetzt zu dem anderen Stall hinten hin. Dann machen wir den auch gleich sauber. Das ist sozusagen die tägliche Arbeit. Und ich muss mal wieder wechseln hier. So. Dann können wir das hier besenken. Das ist immer, die Anfahrt ist immer problematisch. Weil der auf der passt hier nicht richtig hin. Deswegen wurde da so ein riesiger Hügel aufgeschüttet. Und das bedeutet dann also, so, jetzt stellen wir wieder aus hier. So, das runter. Dann nehmen wir das mal hier wieder so. Und dann können wir den hochfahren. Ein Stückchen. Mal ausklicken. Okay. Hat der gut gemacht, jetzt sind wir beide sauber. Okay. Muss mein Traktor repariert werden oder nicht? Weiß ich nicht, glaube nicht. Jetzt muss ich immer so umfahren. So umfahren bitte. Sind wir jetzt hier? Ich habe langsam. Wo sind wir jetzt hier? Wo sind wir jetzt hier? Da sind wir. Da sind die Eier. Okay, das heißt, wir machen wir jetzt mal runter. Und dann haben wir jetzt um. Dann kommen wir jetzt um. Und noch weiter, noch weiter. Stopp, ja. Gut, das haben wir also. Jetzt werden wir vielleicht die Schuppe irgendwo ablegen. Jetzt müssen wir im Moment hier können wir vielleicht jetzt mal
die Schupperbildung. So, vielleicht mal die Schupperbildung. Das mal ablegen, noch weiter. So. Die Schuppe sollte stehen bleiben, die muss ich nur abkuppeln. Kuppeln noch mit Stückchen, die du abkuppeln. Das muss ich vielleicht so gut machen. Jetzt möchte ich hier den abkuppeln. Den Punktag abkuppeln. Okay. Jetzt machen wir den nächsten Schritt. Was sind meine Felder? Meine Felder, das eine Feld muss gegrubbert werden. Das hast du ja gestern gemacht. Wieso muss das schon wieder gegrubbert werden? Also, ich muss mal schauen. YouTube einsetzen. Jetzt will den Grubber einsetzen. So, wir werden schauen, wo ist der Grubber? Da ist der Grubber. Nee, rückwärts. So muss er. So weiter. Hopp. Da haben wir den schon mal an. Dann zu spät. Nee. Wenn ich am Gas drücke, dann drücke ich das Pedal durch und dann ist es fast zu spät. Dann braucht er zu lange zu reagieren. Wo geht jetzt rein hier? Wo geht jetzt rein? Wo ist das eingeschaltet? Wo ist jetzt hier eingehängt? Oder? Nein, da nicht hinfahren, bitte. Hier vielleicht ein Stückchen hinfahren. Hier vielleicht die eingehängt. Und das ist die Seite. Denn ich stopp. Was mache ich denn jetzt hier für einen Scheiß? Und ich brauche schon meine Ecke. Ich brauche nur meine Ecke. Mein Kreativ. Ja, anhängen bitte. Genau. So, jetzt brauche ich die Gruppe. Also in Echtzeit wird es schon kaputt hier. Also, bei meiner hohen Fahrweise stopp. Ich muss jetzt hier senken. Und fahren vielleicht. Dann legen wir das ab. Was ist das? Der Gruppe muss jetzt ausgegeben werden. Habe ich den Gruppe jetzt ausgegeben oder nicht? Ich muss ihn durchfahren, so. Der Gruppe eingegabt. Und das Etappe. Gruppe ausgaben. Ja. Gruppe wird ausgegabt. Dann Gruppe denken. Haben wir. Und jetzt Gruppe einschalten oder was? Ja, jetzt können wir fahren, ne? Können wir ruhig fahren. Einschalten gibt's hier nichts. Man muss ja nur sehen, dass wir da auch kommen. Das heißt, wir fahren jetzt hier auf. Wir gucken an das Feld jetzt hier. Dann fahren wir hier nochmal rum. Das hat sich ja gestern gemacht, oder nicht? Haben wir das Feld gegrubbert. Und das würde ich jetzt vielleicht geigen. Ich grubbere das Feld jetzt weiter erstmal. Dann können wir das vielleicht danach geigen.
oder davor, sehen und kalken oder wie? Also grober war jetzt das Feld, wo wir das gestern schon gegrubbert haben, grober wir das heute nochmal. Sieht vielleicht besser so. Und wenn das Feld gegrubbert ist, dann können wir das gleich besehen oder dann möchte ich da mal den Ölsamen drauf machen, wenn ich davon nur welchen habe. Oder ich muss erstmal Kalk setzen, wenn Kalk drauf muss. Ja. Also das muss ich jetzt jeden Tag machen. Das sind so Routinen, die man sich aneignen muss. Als Bauer oder als virtueller Bauer oder als echter. Immer geht es um Routinen im Leben. Und manchmal hat man die falschen Routinen. Und jetzt fangen wir hier so um die Ecke. Die Gruppe war so eine Geduldsarbeit. Wir haben heute schon geerntet, wir haben heute schon Ernte verkauft, haben heute schon 8.000 verdient. Was ich jetzt nicht verstanden habe, ist, warum ich jetzt quasi meine Ernte von gestern, es waren 20 Uhr vielleicht, wieso die auf einmal verschwunden war und dann nicht da war. Und dann heute Morgen stand sogar noch der volle LKW da, muss ich das vielleicht speichern oder so, den Zustand. Jedenfalls das Feld bringt so 4.600, ungefähr 4.600 an Weizen. Und ich kann das nicht jeden Tag machen, jeden Tag Ernte geht nicht, aber vielleicht jeden zweiten Tag. Also ich habe jetzt einmal gemacht die Ernte und vielleicht also um 3 Felder hier zu grubbern, braucht man ja den ganzen Tag hier. Vielleicht sollte man noch was anderes machen, dass man nicht nur grubbert, sondern vielleicht, dass man jeden Tag ein bisschen was zu ernten hat und jeden Tag was zu sehen. Also ich möchte auch die Ölfrucht malen, machen Boden, weil dann speichere ich vielleicht schon Dünger. Dann grubbere ich danach nochmal. Und ich weiß nicht, ob mein Dünger jetzt noch ausreicht. Ich habe einen Dünger gekauft, der kostet auch mal 2.000 Euro. Ich habe jetzt 14.000 auf dem Konto. Kann das sein? Wo kommen die näher? Ich habe dann nur 8.000 hier verdient, ne? 5.000 hatte ich, ja, kommt ungefähr hin. 5.000 hatte ich draufgelassen und 8.000 kam dazu. Dann können wir noch was von dem Kredit bezahlen. Dass ich da auf 400.000 komme, dass ich dann die 400.000 unterschreite.
Ja, also das ist das schlechteste Grundstück meiner Meinung nach, weil ich mir natürlich jetzt auch als Städter, als dummes Weißbrot hier mich nicht auskannte und als erstbeste Grundstück genommen habe. Das hat zwar 3 Felder, das sieht gut aus, aber ist natürlich auch nicht so toll. Okay, jetzt haben wir das Feld auch gleich gegrubbert. Wir gleich durch damit. Und dann bauen wir die rüber. Und dann sind wir gleich durch hier. Und nur das Feld da oben nochmal drüber. Dann mache ich jetzt als nächstes, was sehe ich denn jetzt hier? Ölfrucht. Vielleicht zweimal Ölfrucht. Muss ich da auch drücken für die Ölfrucht? Weiß ich nicht genau. Den haben wir durch, dann machen wir den Witz machen wir auch noch weg. Okay, haben wir. Und damit ist der Feld erledigt, oder? Ja, mal ist ja. Okay, dann können wir hier mal auffahren. Und das nächste Feld, das da. Dann bauen wir das ab. Dann bauen wir das ab. Das Gras ist schon wieder gewachsen. Das habe ich gestern gemäht. Das wächst viel Teufel hier. Können wir erstmal hier hoch. Können wir jetzt hier grubbern. Dann grubbern wir das Feld hier. Auch dann haben wir schon mal 2 Felder untergrubbert wieder. Und nach dem Grubbern dann sehen, was wir daraus machen. Ob wir das kalken müssen oder... Ich habe jetzt 4 Felder zu grubbern. 4 Felder zu grubbern. Und also, was lerne ich jetzt eigentlich? Das Spiel Landwirtschaft oder? Also der Bauer kriegt keine Aufträge, der hat niemanden, dem jetzt sagt, was er tun soll. Aber da muss er natürlich selber wissen, hat er selber ein Interesse auch daran. Also in dem Sinne ist der Bauer auch selbstständig. Und der arbeitet ja auch den ganzen Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Kann man sagen, sogar hier der virtuelle Bauer ist ja dauernd unterwegs und dauernd am Arbeiten und hat keine Zeit mehr für was anderes hier. Also meine Grubbertechnik
funktioniert gut, aber nur beim Grubber, glaube ich. Beim Sehen nicht so gut. Jetzt habe ich noch Kalk liegen. Den hatte ich ausgeschüttet. Und den können wir vielleicht noch einen Kalk kaufen. Wie viel Kalk brauche ich jetzt eigentlich für das Feld? Weiß ich nicht genau. Müssen wir heute vielleicht noch kalken, oder? Müssen wir sehen, wie die Lage ist hier. Die Bodenbeschaffenheit ist. Ich habe da gerade, einmal habe ich bisher gekalkt. Und das heißt, ich habe dann zweimal geerntet. Ja, genau. Und das haben wir wieder das dritte Mal. Das heißt, jetzt muss ich wieder kalken. Das kommt also hin. Und der Kalk kostet relativ wenig. 450, glaube ich, 1000 Liter. Wie viel Kalk ich jetzt brauche, weiß ich nicht so genau. Jetzt habe ich ja mehr, jetzt muss ich das Feld hinten auch kalken. Tja, ich kann da keine Hilfe einstellen, weil ich habe nur einen Traktor, mit dem arbeite ich selber. Die Frage ist, weil als Einzelperson, wie viel Geld kann man überhaupt verdienen pro Tag? 10.000 ist ja schon, 10.000, 15.000 ist ja schon Maximum, was drin ist, oder? Weil man muss ja auch noch sehen, dass man ja das heißt bearbeitet, die Feldarbeit und so, das hält alles auf. Dann muss ja der Verkauf getätigt werden. Also 10.000 ist schon ein guter Verdienst, meine ich, pro Tag. Und 15.000 wäre immer die Ausnahme. Gestern kam ich auf 17.000, aber ja, also jetzt habe ich 2 Felder gegrubbert, dann sollte man vielleicht danach was machen. Die kalken und das dritte Feld dann wieder einen anderen Tag grubbern oder wie? Oder ein großes Feld hier. Das ist ein großes Feld. Ja, für den Dünger muss ich erstmal den Dünger auspacken, entladen und dann habe ich, glaube ich, noch eine erste Art da stehen. Ja, gut. Also, es grubbert der Bauer. Grubbern ist halt eine Form von Eggen, ne? Eigentlich ein bisschen tiefer. Er hat ja gesagt, ich könnte die Ecke in die Felder vergrößern, aber das war auch nichts hier. Ich hatte das mal probiert, das ging aber nicht. Ich wollte diese 2 Felder, die zusammenhängen, die wollte ich hier gerne zusammenhängen, aber das war dann nichts. Also ist das Feld hier größer oder meine ich das nur?
sind wir gleich durch hier. Da sind wir gleich durch. Okay. Und dann schauen wir mal, wo wir sind. Und schauen wir mal, wo wir da sind. Ja, so. Ich sollte mir Gas geben und gleich vorwärts und rückwärts fahren. So klappt das nicht. Okay. Also, sind wir durch, ne? Jetzt haben wir jetzt zwei Stückchen hier. Die nehmen wir jetzt auch mit. Okay, dann haben wir das weiter auch gegrubbert. Jetzt habe ich 2 Felder gegrubbert. Was hat jetzt die Bodenqualität? Da unten haben wir ein Feld. Das sind die ersten 2 Felder. Nehmen wir auch noch mit. Das sind die ersten 2 Felder. Und dann haben wir das Feld dort, oder? Hier wollen wir das auch noch. Also nur ernten geht auch nicht. Man muss ja auch ein bisschen was grubbern. Aber so heute wieder einen groberen Tag. Dann gucken wir das Feld auch nach. Und dann schauen wir uns an, was das im Feld wird, aus dem Feld da drüben. Und das müssen wir auch grubbern da drüben. Das große neue Feld. Also das große Feld hat bisher so 4.000 gebracht. Das hat er zu kämpfen, auch mit schwerem Motor hier. In der Motor. Ja. Also hier können wir schönes Gras ernten, jede Menge. Das können wir ja regelmäßig machen, dass noch ein kleines Zusatzeinkommen zu den Eiern. Und ja, die Felder, die reichen ja nicht, vielleicht ja gerade für die Hühner, ne? Dass ich die Felder bestelle, dass ich dann das Futter selber anbauen. Und dann habe ich noch ein Zusatzfeld hinten für vielleicht extra Verdienst, so wie heute, dass man dann vielleicht mal Hafer erntet oder vielleicht mal Sojabohnen, was ein gutes Geld bringt. Okay, dann wieder hier hoch. Also, was sollte ich jetzt hier mal anbauen? Weiz baue ich ja sowieso, das Weiz bessere Gäste. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, dass ich jetzt hier keinen Stroh habe. Ich hacke das also unter. Und dann hat immer so ein Mähweg, so eine Spur hinterlassen, die man dann so aufsammeln konnte. Das macht er jetzt gar nicht. Habe ich jetzt da was verkehrt gemacht beim Dreschen? Und was nicht richtig beachtet oder? Das ist ein richtig schräges Feld hier. Ich habe überhaupt eine Ecke, die schräg sind. Ja,
Also war es schon mal gut, dass man jetzt einen Traktor hat, ne? Ohne Traktor, jetzt mit Ochsen oder mit Pferden, muss man da selber hinterm Flug stehen. Das ist natürlich eine Heidenarbeit. Und das Feld umzugraben, ist ja noch intensiver. Und es gibt ja dann noch einen tiefen Lockerer. Also der lockert das Erde dann der Tiefe besser auf. Der Grubber ist dann wohl mehr so oberflächlich, soweit ich das verstanden habe. Wie mir das ja Oma dann erzählt hat. Also von der renne ich im Moment am meisten von Oma Tanner. Und deswegen erwähne ich jetzt ja auch mal. Weil muss haben ja gesagt, wie die Sachen hier funktionieren, ne? Weil nur mit der Bedienungsanleitung von der Firma da kommst du nicht weiter. Da wäre ich nicht weitergekommen so. Wenn du jetzt keine Brüder und Schwestern hast, die es erklären hast, dann stehst du da. Ja. Also das ist ja auch Lernarbeit hier. Man muss lernen, also man muss Geduld haben, um das jetzt erstmal hier so Auslandstätigkeiten, die relativ wenig Freude machen, mit der Gruppe vielleicht, das muss ja auch gemacht werden. Und das lernt man vielleicht auch als Bauer, dass der Bauer jetzt auch so Tätigkeiten machen muss, die einem nicht so gefallen, aber die gemacht werden müssen. Weil sonst hast du keine Ernte. Ja, die Raben, die haben Spaß hier. Mir gefällt das hier. Denen gefällt das. Schöne Animation hier. Teilweise, ja auch das hier ist gut gemacht hier. Mit dem Getreide und Kuppeln. Da ist ein rechtes Echtzeit-Feeling dabei. Ich zumindest, die ich jetzt von Landwirtschaft keine Ahnung habe. Ich finde das spannend hier. Ja, also das muss man jeden Tag machen. Als Routine, jeden Tag kuppeln oder jeden zweiten Tag kuppeln. Und dann muss man sehen, wie oft ich das machen kann. Und wie viel Zeit ich dafür brauche und wie ich meine Leute anteile, wenn ich Leute habe. Also, jetzt momentan bin ich ja noch selber im Kuppeln. Und klar. Das Feld haben wir auch bald durch. Da ist Feld Nummer 3 heute. Und dann schauen wir mal, was machen wir mit Feld 4. Ist Ölsaat. Ich werde meinen Koffer um. Ölsaat. Und dann war schon wieder 14 Uhr gleich. So war aber wieder eingefallen, ne? Die Zeit vergeht ja im Fluge. Da reicht der Tag nicht aus. Fernsehen gucken oder so, hat ein Bauer keine Zeit für. Auch ein virtueller Bauer hat keine Zeit mehr zum Fernsehen gucken, weil du bist ja dauernd damit beschäftigt, hier deine Ernte anzuholen, dein Grundstück zu entwickeln und so weiter. Also von da
Und die Viehzeug muss ja jeden Tag, der Hühnerstall muss ja jeden Tag sauber gemacht werden. Und da hat man keine Zeit jetzt hier. Also meine Scheibe ist weg, hier sehe ich gerade. Die möchte ich dann vielleicht sauber machen, oder wie? Ich sehe wohl nicht mehr vor lauter Dreck hier. Okay. Ich mal so rum. Dann schauen wir mal, wie das hier aussieht. So sieht das jetzt, ja. Hier runter. Dann fahren wir darüber. Und wenn wir echt Berghang durch, ich glaub's ja nicht. Bis jetzt die nahe beide oder? Da haben wir 2 Stücke, die können wir wegfahren. Da waren wir ein Stück. Ja, jetzt sind wir durch, hurra. Haben wir das also auch. Und sogar der virtuelle Bauer hat Durst. Also 3 Fälle. Und also okay jetzt. Also okay. Können wir das wieder annehmen? Und die Version klappen. So. Was machen wir jetzt? Kommen wir zu dem anderen Fett da drüben. Wenn wir das jetzt grubbern, müsste ja sowieso eingegrubbert werden. Ist jetzt gleich machen oder nicht? Müssen wir also auch hin, dass wir hier so hochfahren. Ja, so hier hoch. Und dann jetzt den absenken. Muss der große Maus klappen, ja. Klappen wir das Maus. Und dann absenken. Und jetzt können wir den grubbern, oder? Grubbert der jetzt oder nicht? Die grubbert, ja. Also das ist eine Nützlichkeit hier, der Gruber. Vielleicht das Wichtigste überhaupt hier, neben dem Traktor. Ohne Traktor bin ich natürlich total aufgeschmissen. Das ist ein Riesenfeld hier. Also das muss auch noch gegrubbert werden. Ernten hat zwar mehr Spaß, aber hätte man nicht vielleicht kalken sollen, bevor man grubbert, damit man den Kalk da einarbeitet? Oder das war zu überlegen, ne? Das letzte Mal habe ich den Kalk da über der Oberfläche da drüber gemacht. Jetzt haben wir den gemacht. Ob das dann so klappt, weiß ich nicht. Prozessstörung habe ich aus. Ja, was wollen wir jetzt das nächste Mal haben? Vielleicht mal Sojabohnen. Hier das große Feld mit Sojabohnen machen.
Das große Feld bringt praktisch ein Zusatzeinkommen. Das heißt, die 3 Felder reichen für meine 200 Stelle. Und das Feld habe ich jetzt hier für ein Zusatzeinkommen. Sieht so aus, ne? Oder kann ich jetzt hier auch, wie kann ich auch Weizen anbauen? Habe ich auch gemacht. Gestern. Beim ersten Mal. Und deswegen habe ich es so gut gestern im Silo, ne? Im Weizen vielleicht auch. Dann wir jetzt hier rum. Und dann auch weiter. Weiter geht es. Ja. Also vielleicht Sojabohnen. Ich habe gesehen, die bringen besser mehr Geld als jetzt das Getreide. Aber ich muss ja auch erstmal, ja, es wachsen düngen und so. Ich weiß nicht, ob die werden vielleicht besseren Boden bauen oder die besseren Boden haben wir ja gar nicht. Ja, also Geduldsarbeit hier. Man sitzt vor dem Bildschirm, schaut sich das hier an, schaut sich eine helle Fläche an. Und im Rückspiel sieht man dann eine dunkle Fläche. Dann sieht man, dass was gewirbelt ist. Und die Illusion von echter Gartenarbeit kommt auf. Von echter Landarbeit. Also da sind viele junge Männer, die das spielen, die ich vielleicht auch ältere, weiß ich nicht genau. Und das ist kein Spiel für Kinder hier. Vielleicht auch, aber die meisten Erwachsene, die spielen, die einen Spaß haben, vielleicht so Arbeitslose, und dann vielleicht schon Leute, die selber aus dem Beruf kommen, die vielleicht schon einen Beruf gehabt haben und die eine Freude haben. Ich erinnere mich an eine Studie über das Internet, von einem Forscher, der lebte auf der Elfenbeinküste und hat beobachtet, wie dann dort sich die Einführung des Internets auf das Verhalten der einheimischen Bevölkerung umgesetzt hat, wie sie sich verändert haben. Und da hat er dann auch beobachtet, Leute, die haben das Spiel hier gespielt und haben ihren eigenen Hof liegen lassen und den eigenen Hof verkommen lassen. Und dann waren die nur mit dem Spiel beschäftigt. Weil es ist natürlich auch einfach, hier Erfolge zu erzielen. Und das hatte mich erstaunt damals. Aber jetzt ist mir so langsam klar hier, woran der Reiz ist. Ja, worin besteht der Reiz? Dass du die Illusion hast, ein Bauer zu sein, ohne jetzt Gestank zu haben, ohne schwere Arbeit zu haben, ohne also die Nachteile. Und dann baust du hier, dann kannst du dir die schönsten Zigarette leisten, die dir in Wirklichkeit kannst du die nicht mal angucken. Okay. Ja,
jetzt haben wir jetzt mein Riesenfeld, das ist so groß wie meine zwei doppelten Löwen. Das bringt dann so 10.000 Jahre an den Tag. 10.000. Jetzt habe ich 12.000, glaube ich, ja, dem Hafer. Von dem Hafer habe ich wie geholt? 6.000, glaube ich, ne? 6.500 Hafer. Und jetzt vielleicht ein Unterschied, was man da so anbaut, wie viel Geld man da mit Dünger, wie viel Arbeit man einsteckt und so. Ob man da immer eine gute Ernte reinbekommt, ob man das so gedüngt, wie das, damit das am meisten reinbringt und so. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt die volle Breite eigentlich ausnutze. Was ist das jetzt? Bin ich jetzt, hat das Feld die Augen umgeschlagen oder so? Das Feld habe ich ja schon gegrubbert. Ich kann wieder von vorne anfangen oder wie? Also, nee, doch nicht. Ich dachte schon. Jedenfalls sah das so aus bei Ihnen. Okay. So, dann vielleicht hier, können Sie nochmal fahren, dann die nochmal so hoch. Dann so ab. Dann vielleicht mal so. Ja, mal so rum. Und die mal so rum. Okay. Und jetzt sieht der schwer hier. Ist es wieder berghoch oder? Okay. Fahr hier runter. Und dann fahren wir hier nochmal um. Gut. Haben wir es bald geschafft hier. Haben wir es bald geschafft. Jetzt haben wir aber schon wieder ein paar Stunden hier rum. Seit 12 Uhr bin ich im Robert, oder? 12 Uhr. Grubbern. Naja, ich sage mal, das ist Routinearbeit. Man muss grubbern, ob man will oder nicht. Es hilft nichts.
Können wir mal darüber fahren? Können wir mal darüber, nehmen wir das mit gleich. Da hinten nehmen wir auch mit. So habe ich die gerade stehen lassen. Bei meiner Technik hier. Jetzt fangen wir hier so mal rein. Die fangen wir hier so runter. Die fangen wir hier runter. Die fangen wir hier rüber. Hier Chef stehen lassen. Wieder weiter rüberfahren. Nicht weiter rüberfahren, so. So rüberfahren, damit ich die mitnehme. Fahren wir gleich rüber. Fahren wir die hier ab. Die fahren wir nehmen wir gleich mit hier. Die nehmen wir dann auch mit. Ja, wenn ich das so mache, dann kann ich natürlich 1000 Tour machen, kann ich 1000 Mal hinter dir fahren. Und dann habe ich da viel Löcher dann. Keine Sonnenecke da unten. Da können wir dann auch mal hinfahren. Ja. Und da haben wir noch was. Okay. Weiter geht es. Weiter geht es. Nächste Runde. Wie die Simulation? Nee. Ist nicht. Da haben wir was, ja. Da haben wir was. Barrieren. Okay. So sollte es natürlich nicht sein. Ja, ist halt ein großes Feld, da braucht man viele Arbeit, viele Durchgänge. Also ist das der Vorteil, wenn du jetzt das mit der anderen Technik machst. Der Bahn für Bahn, meinst man das dann? Jedenfalls, wir sind gleich durch. Ein kleines Stückchen hier. Dann haben wir es geschafft für heute. Dann habe ich die 4 Felder gegrubbert heute. 4 Felder. Was sind das? 0,7 ungefähr, 0,7 Hektar. Dann haben wir 3 Felder, 2 Hektar insgesamt. Und das hier sind dann nochmal 1,4 Hektar dazu.
So, wie dieser aussieht. Hier fahren wir jetzt mal hier drauf. Und den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir auch mit. Und die Löcher mal hier stopfen. Okay. Und dann fahren wir jetzt hier da ran. Runter fahren wir jetzt mal. Und weiter runter, ja. Dann nehmen wir erstmal den mit. Dann nehmen wir den mit. Dann den Rest dort drüben auch noch. Dann kommen wir da gleich wieder drüber. Haben wir den. Und dann bauen wir den hier ab. Den bauen wir auch ab. Und dann bauen wir das Stoppen mal. Dann bauen wir hier ein Stückchen drum. Und dann bauen wir ein Stückchen durch. Das war stehen geblieben. Und jetzt hier drüber. Aber hier drüber. Aber hier drüber. So. Und wie sieht das aus? Sind die jetzt beide weg oder? Mal sehen. So, ja. Super. Super. Also, auf zum letzten Gefecht. Auf zum letzten Gefecht hier. Also, es ist auch mühsam, so eine Sache zu machen, wenn den ganzen Tag nur gewohnt ist. Aber wenn die ganze Zeit so weit fertig ist, bis dann 15 Minuten noch. Okay. Dann machen wir da nochmal durch. Und wie sieht das aus? Alles weggeht oder nicht? Sieht so aus, ja. Haben wir, gut. Haben wir, dann können wir den hochfahren hier. Den hochfahren. Und den einkippen. Und dann können wir den, haben die Arbeit bei uns erledigt. Und dann stellen wir das hier wohin. Hier ist keine gute Art. Ja auch nicht. Wo stellen wir das Geld jetzt hin? Ein wichtiges Geld hier. Ein wichtiges Stopp hier vielleicht. Dann können wir den hinstellen. Die grüne. Und dann gucken wir das ab hier. Okay. Jetzt muss ich jetzt mal schauen, was sind die Felder, was hat die Feldberg. Und das wollte ich eigentlich nicht gemacht haben. Hat der sich gespeichert oder nicht? Also, die Felder scheinen erstmal. Wollte ich mal da schauen? Ja, mal wo es war. Die kleinen Felder wollte ich immer mehr anschauen da unten. Die sind ja für mich interessant. Also mit den 3 Feldern habe ich angefangen, das habe ich jetzt mehr Kraft schon mal gekauft. Meinen ersten abgeschluckt, dann werden wir den schlucken, dann vielleicht den, dann den, dann den, dann. Das ist so die ganze Masse. Das Fahrradzeug können wir vielleicht auch schlucken.
Was kostet das denn? Was kostet denn, wenn ich jetzt was kaufen wollte? Was kostet mein Nachbar? Der Nachbar kostet 23. Der will auch Geld haben, der hat nur Bäume. Und der 200.000 hat der viel Gas. Was kostet der denn da? Der kostet 200.000. Der gehört das Heizwerk dazu, oder wie? Heizwerk und das könnte ich mir auch leisten. Das Grundstück dazwischen, mein Turm, das gehört mir also. Es geht bis da vorne. Und das Feld hier gehört ihm jetzt. Das gehört ihm und das haben wir noch eins. Da an dem Feld ist ja nichts dran. Aber an dem Feld, da war das Heizwerk und was kostet das? Das kostet Nummer 23, kostet was? 200.000. Und ja, der Bauernhof da oben. Oh, der hat viele Felder. Der hat viele Felder. Was kostet das Feld da oben? 213. Und der hier 370. Ja, der 137 geht eigentlich. 126. Der ist 102. Die Frage ist jetzt als Einzelperson, wie viele Felder kannst du eigentlich bewirtschaften? Der gibt 200.000, der gibt 280.000 sogar. Und der kostet 147.000 und der kostet 227.000. Und der da 171.000. Tja, das sind die ganzen, ja, da ist eben die Spinne halt dazu. Wieso ist das Welt so wertvoll? Viel Land, aber das bringt ja nichts ein, oder? Als Wiese vielleicht, aber nicht zusammenhängen. Okay. Und das ist im Moment mein Imperium, von dem möchte ich also da vielleicht auch was ausweiten, vielleicht 10 holen. Da komme ich gar nicht hin von mir aus. Da habe ich keinen direkten Zugang. Da kann ich mir halt die Bäume kaufen. Hier brauchen wir nicht Bäume. Bäume brauchen wir nicht. Aber die Felder werden schon mehr interessant. Die sind ja größer als meine Felder hier. Das Feld zum Beispiel. Er hatte 2 Baumwollfelder. Das kostet dann 137, Nummer 126, 250. Und das sind die Felder, die sind ja dreimal so groß wie meine. Ja, das Feld fand ich schon groß, aber das hier ist auch groß.
Nummer 22 ist ja ein gutes Feld. War das, was ich schon mal gekauft habe, oder weiß ich nicht? Wollte ich jetzt mal die Kieskette füllen, um dann ein Grundstück zu kaufen, dann abzuhandeln vielleicht. Und ich brauche vielleicht welche für meine Hühnerstelle. Die kann man gar nicht mehr kaufen. Also der Stück, der kostet 370, der ganze Beispiel. Ja, wie komme ich denn da überhaupt hoch? Im Traktor. Wenn ich da auffahren will, mit der Traktor komme ich da hin. Warum umständlich? Dann wäre ich dort. Ich könnte auch hier fahren, da wo es vielleicht einfacher, da hochzufahren, dann bin ich da. Das wäre eine interessante Ecke. Ja, also, der Großbauer ist schon mal ein Plan hier, was wie als nächstes stucken wird. Vielleicht Nummer 23, was hatte ich? Was kostet 23? Das ist der hier. Der kostet also 202. 202. Und was macht der hier? Den brauche ich schon gar nicht. Der rennt auch mein Grundstück an, aber dann mit dem Waldweg. Der Waldweg gehört zu wem? Der gehört zu ihm hier, wie? Der Nummer 97. Also wir spielen ja Monopoly. Also, das gehört habe ich schon mal. Also, Moment. Also, ich möchte, kann ich die mir alle ankaufen hier mit der Zeit? Das Ziel wäre natürlich immer so große Felder, sowas zu kaufen da. Wie komme ich da hin? Muss ich da hinfahren? Also hier gleich hoch und dann an den vielen da vorbei, über die Straße rüber, da wo das Feld Nummer 12 kostet. Wie kostet Nummer 12? Nummer 12 kostet 428. Und Nummer 13? Und Nummer 13 ist die Gelände hier. Nummer 13 kostet 850.000. Da habe ich jede Menge Gas dabei. Der kostet also 428 und der kostet, da habe ich auch einiges in Gas dabei. Der hat auch Gasflächen große, der eignet sich vielleicht für Viehwirtschaft, ne? Ja, kann ich mir noch eine Viehwirtschaft zusätzlich leisten? Ich glaube nicht. Oder man muss dann aber zu delegieren. Ja, okay Leute, das war's jetzt mal von hier. Ich sag mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.